Hallo zusammen. Hallo und willkommen zurück. In diesem Video zeige ich euch, wie man Debussys Clair de Lune spielt. Und das ist Teil 2. Das erste, was ihr wissen solltet, ist die des Duotonleiter. Und die geht so. Außerdem solltet ihr den Des-Dur-Akkord kennen, den ersten Akkord der Tonleiter, der so aussieht. Von diesem Akkord nimmt er zwei Töne, das F und As, genau, wie wir es am Anfang gemacht haben. Diesmal hat er jedoch nur das hier. Und er bildet Arpeggios damit. Dafür kommen der vierte und der fünfte Finger zum Einsatz. Ihr haltet das Ganze 6 Schläge lang. Dann spielen wir den Hintergrund, der nichts anderes als der Des-Dur-Akkord ist. Also fügen wir das Des im Bass hinzu. Das As ebenfalls im Bass mit dem dritten Finger. Dann fügen wir hier das Des hinzu, diesen Ton, und das F, so haben wir mit der linken Hand ein Arpeggio erzeugt. Wir setzen das Pedal direkt nach dem Des und spielen es nach oben. Wir spielen also Des, Pedal runter und laufen dann ganz nach oben. Jetzt spielen wir das F und das As zusammen mit dem Des im Bass. Dann treten wir das Pedal und spielen nach oben. Die rechte Hand fügt nun ein As und ein Des aus demselben Akkord hinzu. Lass es uns noch einmal gemeinsam machen. Pedal runter. Und dann bis hierhin nach oben. Er schreibt pianissimo und poco mosso. Es ist also ein bisschen schneller als der erste Teil. Jetzt lass es uns zusammen versuchen. Okay. Außerdem sollte man von den zwei Tönen das As stärker betonen als das F, also so. Wir könnten jetzt 1, 2, 3 zählen. Damit haben wir den ersten Akkord abgedeckt. Wenn wir zum dritten Akkord gehen, 1, 2, 3, erhalten wir diesen Akkord, ein F-Moll. Und er macht Folgendes. Er platziert das F hier in der linken Hand, das C von hier und auch ein F hier. Wenn wir die Umkehrungen für diesen Akkord bilden, kommen wir zu As, C und F. Und er spielt es einfach nur durch. Das ist alles. Ich benutze diesen Fingersatz 5, 2, 1, 1, 2, 4. Wenn wir also von vorher kommen, halten wir das hier und spielen das F-Moll durch. Das ist alles. Lass uns das jetzt zusammenspielen und sehen, was dabei herauskommt. Wir haben 1, 2, 3, 5, 6 und dann kommen wir hier an. Okay, bei diesem Akkord, was wir tun werden, wenn wir den Des-Dur-Akkord haben, könnten wir auch die 7. Stufe hinzufügen, das ist Ces. Und wir könnten dies erniedrigen. Das E dazu nehmen. Also das wird ein Des-Moll-7-Akkord. Nun wird er das in diesem Abschnitt so verwenden. Serie. Zuerst schlägt er diese zwei Noten an, aber dann spielt er die linke Hand durch. As, das E hier, was es Moll macht, das As, und dann haben wir wieder das Ces hier. Wenn wir also die linke Hand alleine spielen, wäre das so. Ich halte sie, aber du solltest sie jeweils loslassen. Ich halte sie nur, damit ihr es sehen könnt. Also zusammen hier, spielen wir das. Jetzt nimmt die rechte Hand auch dieses C, S und E, aber das I wird das Des darin haben. Da. Das ist ein Intervall zurück zum As und wir wiederholen. Also rechte Hand haben wir das. Und dann zurück und linke Hand haben wir nur das. Lass es uns jetzt zusammen machen. Gleichzeitig hier. Dasselbe Prinzip gilt, dass das klingt länger als die anderen. Wir spielen das Des hier mit dem E und zurück. Und das wird sich wiederholen. Also werden wir es ganz langsam spielen und wir zählen. Hier. Wir haben also 1. 3. 5.
ist wichtig, wenn wir bei der 9 ankommen, dass es zurück zur 1 geht. Wir könnten also eine kleine Pause machen und zurück. Wenn wir es schneller machen, klingt es so. Beachte hier die kleine Pause zurück. Okay, also im ersten Teil haben wir das gemacht. Jetzt werden wir das wiederholen. Ich werde es langsam spielen, damit du es sehen kannst. Das ist also alles dasselbe. Und wir springen hier. Aber dann teilen wir hier die Noten auf. Wir spielen As, E. Anstatt dies zu tun, spielen wir jetzt Ces, As, E. Und wir wechseln. Zusammen ergibt das also das hier. Von hier aus bleiben wir auf Des, aber wir nehmen die Umkehrung. Wir machen das also mit der rechten Hand. 1, 3, F und Des, As und S. Und dann kommen wir hier an, D und F. Dasselbe zurück zu F und Des. Und D und F, Des und F wieder. Wenn wir jetzt zählen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dazu spielen wir einfach ein Des-Dur Arpeggio in der linken Hand, das so klingt. Wir haben den Anfang des Musters genau wie bei den anderen. Das ist eine Position. Aber hier drehen wir über den Daumen und haben dann das hier. Wir haben also diese Position und dann dieser. Und wenn wir alles zusammenfügen, 1, 2, 3, 4. Okay, sobald wir beim F ankommen, wechseln wir hier. Wir setzen den zweiten Finger und gehen wieder abwärts bis hierhin. Fügen Sie jetzt dies hinzu. Sie gelangen zum As und gehen abwärts. Jetzt setzen wir den 1 hier hin. Das sind alles Umkehrungen. Und dann haben wir diese 2 Noten. Um es zu lernen, sollten Sie zuerst diese Position lernen. Das ist die erste. Diese Position hier, die gespiegelte Position beim Zurückkommen. Dann übernimmt der Daumen das As. Diese Position abwärts. Und dann haben wir 2 Noten zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 1, 1. Okay, wenn Sie es zusammenfügen, passt das Des hier dazu. Wir setzen hier an. Hier machen wir weiter. Jetzt passt es zum As. Es passt hierher. Das F. Wir wechseln. Wir kommen zum As und passen es an. Wir gehen weiter abwärts, passen das Des ebenfalls an und wechseln zum nächsten. Um diese schnellen Noten zu üben, können Sie langsam und schnell spielen. Sie könnten diesen Rhythmus spielen. Oder das Gegenteil. Normalerweise muss ich das aber gar nicht tun. Ich spiele langsam und kann es dann spielen. Also alles zusammen sehr langsam. Wichtig ist, dass Sie beim Aufwärtsgehen wechseln und dann in die Klaviatur hineingehen, um den ersten Finger nahe am Ass zu haben. Gehen Sie dort immer schrittweise vor. Lassen Sie uns nun mit dem nächsten Teil fortfahren. Wenn Sie jetzt den zweiten Akkord haben, haben Sie ein S-Moll dort. Wenn Sie aber das G weglassen, haben Sie einen Es7-Akkord. Das ist es, was er braucht, um diesen Abschnitt zu spielen. Sie haben also einen zweiten Akkord, aber statt Moll ist es, da haben Sie das Versetzungszeichen, das G, Auflösung. Wir haben also diesen Akkord und bringen ihn nur in die linke Hand. Und machen das hier. Wir haben S, B, S, G, dieselbe Technik wie zuvor. Wir nehmen diese Position hier ein und zurück. Achte also auf das Arpeggio. Wir drehen hier immer um. Wir gehen rauf und runter.
Das alles ist da nicht. Dann gehen wir zum Daumen und zurück. Die linke Hand spielt also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und hier wechseln wir. Okay, schau dir das mal an. Rechte Hand. Jetzt kommt diese Melodie. Er hat es mit Doppelnoten harmonisiert. Er hatte das aus dem Akkord. Denk dran, wir sind in S-Dur 7. Er spielt also das, des und F, B. Und das des wiederholt sich. Und dann spielt er hier eine kleine Melodie. F, des, ein längeres des hier und dann das B. Es ist wichtig, dass dieser Ton genau auf den Schlag kommt. Dieser hier nicht. Er sollte also leichter sein. Wichtig ist, dass der erste Ton der Gruppe etwas lauter ist. Wir haben also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, okay. Und diesen hier kann man ganz loslassen. Jetzt passen wir jede zweite Note an. Hier anpassen. Und das passt dazu. Aber jetzt laufen wir ganz hoch bis zum G. Das ist es. Lass es uns jetzt schneller spielen. Okay. Jetzt wechseln wir hier. Wir haben ein B in der rechten Hand. Dann haben wir ein C als Melodie. F und zurück zum B. Um das zu spielen, harmonisieren wir es mit einem As-Dur 7 Akkord. Das ist der 4. Akkord. Aber wir führen ihn ganz nach unten hierher. Wir lassen das C weg und spielen stattdessen das hier. Diese Noten, As, S, H, G, S, B. Du fragst dich jetzt, wo das C bleibt. Das spielt die rechte Hand. Und auch mit dem Gs. Wir haben also all das. Das ist es. Und du könntest das vielleicht mit dem zweiten Finger nehmen. Du musst dich alle halten. Du lässt sie los. Lass das Pedal das für dich erledigen. Du trittst das Pedal genauso beim Ass runter und dann wieder hoch. Wichtig ist, dass du es tust, nachdem du die Taste angeschlagen hast. Du drückst das Pedal nach unten. Melodie oben. Wir haben das B und halten es. Das ist. Wenn wir das nächste hinzufügen, gehen wir zum 4. Akkord, dem Gs. Wir gehen also mit der linken Hand ganz runter zum Gs und machen das hier. Wir spielen 5, 2, 1 und dann wechseln wir zu B-Flat. Also das ist für sich allein. Und dann nehmen wir hier die rechte Hand dazu. Das G ist aus demselben Akkord. Wenn wir das also spielen, haben wir das hier. Wir laufen hierher. Wir kommen jetzt zum C. Und das nimmt den gleichen Akkord wie zuvor. F-Moll, Moll. Wir spielen also C, F, Ass und dann C. Wir spielen Ass zusammen mit F. Und hier wiederholt es sich. Lass mich das nochmal machen. A7. Jetzt gehen wir hier hin. Ist. Wir spielen es durch, wir kommen zum C. C nimmt den F-Moll-Akkord, diesen Akkord, aber er ist genau wie am Anfang arrangiert. Und dann wiederholen wir. Dasselbe hier. Zweimal. Dasselbe. Lass mich das nochmal spielen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und hier wechseln wir zu einem anderen Akkord. Akkord. Wir haben also das Gs oben. Und dieses Gs wird Teil des zweiten Akkords sein. S-Moll, den du hast. Das Gs kommt also daher. Und jetzt fügen wir die Harmonien der linken Hand hinzu. Die Harmonie der linken Hand ergibt sich aus diesem Akkord. Wenn wir diesen Akkord unten aufteilen, haben wir S, B, S. Und das ist eine Position hier, die wir mit dem Gs kombinieren könnten. Wir könnten also das hier tun. Wir können das Gs mit dem es kombinieren. Wir spielen das. Das ist eine Position. Jetzt wechseln wir.
Das ist eine weitere Position hier. Eine weitere Umkehrung. Die erste Umkehrung, also spielen wir 5, 2, 1. Und dann machen wir das hier. Jetzt fragst du dich, wie kommst du zum nächsten Gs? Du machst das so. Okay. Ich denke, es ist wichtig, dass ich mit der linken Hand alleine weitermache und wir dann beide Hände hinzufügen. Also machen wir das hier. Wir fügen das Gs hinzu. Dann haben wir F, das D und E. Und das ist die Melodie. Die rechte Hand hat also auch das G. Das Gs, das wir gespielt haben. Aber dann macht sie diese Bewegung. Sie spielt Gs. B, F. Dann spielt sie das Gs, B, D. Gs, B, E, Gs, B und springt dann zum B. Wir haben also das. Dann haben wir ein Inneres, wie ein Gs-Dur. Mit einer Septime darauf, dem F. Dann haben wir diesen übermäßigen Akkord, etwa so. Dann gehen wir zu S-Moll, so, und dann B-Dur. Wenn wir alles zusammenspielen, unterstreicht diese Melodie links, dass wir das hier haben. Ne. Es ist dasselbe. Lass es uns also zusammen mit Gs und S spielen. Wir spielen es durch. Jetzt spielen wir das allein und dann spielen wir das durch. Wir spielen das F zusammen mit dem Des. Yes. Und wir kommen zum nächsten. Wir könnten zwar zählen, aber eigentlich sollten wir das Zählen ein wenig loslassen und einfach die Melodie betonen, die nur dies ist. Die oberste Linie. Also, genauso hier. Wir gehen also auf Moll. Wir beginnen leicht. Und fühlen ein bisschen den übermäßigen Akkord hier, die Spannung. Wenn wir also hierher gehen, beginnen wir mit einem kleinen S-Moll. Spiel's durch. Wir haben ein F und dann haben wir einen übermäßigen Akkord. Fühle die Spannung dort. Und dann zurück zum übermäßigen Akkord hier. Es ist wichtig zu wissen, dass der G-übermäßige Akkord zum S-Moll führt. Wir haben hier also Spannung und Entspannung. Lass uns noch ein letztes Mal spielen. Wenn wir nun zu B kommen, bleiben wir beim selben Akkord hier, dem D, übermäßig, aber wir fügen diese Note hinzu. Wir spielen also das hier. Wir halten das D. Wir verdoppeln hier B und Gs und kommen hier an. Also. Jetzt gehen wir mit denselben Noten zu S-Moll. Gleiche Noten in der rechten Hand. Und hier gehen wir zurück zu dem Des. Mit Des, mit dem wir begonnen haben. Aber wir kehren zurück, indem wir diesen Akkord spielen, ein Ass übermäßig. Und zurück zum Des. Denkt daran, wir haben so begonnen. Eine Oktave tiefer, jetzt eine Oktave höher. Und er fängt an, von dort aus ein Crescendo zu spielen. Natürlich haben wir für die linke Hand den D-übermäßigen Akkord, das S-Moll. Und hier nennen wir das wie ein C-übermäßig. Achte die Spannung, die sich zum Des auflöst. Alles zusammen, dieser Abschnitt. Jetzt halten wir das D. Wir halten das S. Wir halten das Ass unten in der linken Hand. Und jetzt haben wir hier das gleiche Muster wie am Anfang. Wir haben also den offenen Des-Dur-Akkord. Wir machen also dies. Spielen es durch. Wir gehen hier durch die rechte Hand. Ass, Des. Jetzt fügen wir eine zusätzliche Note hinzu. Wir spielen dieses F und Ass aus dem Mollakkord. Mann, der F-Moll-Akkord, der dritte Akkord, geht so. So haben wir das hier. Jetzt haben wir Ass. Wir öffnen hier. Das ist der Akkord, den wir am Anfang spielen. Wir fügen das Des oben hinzu und zurück. Ich spiele es noch einmal und wir können ja auch mitzählen.
Also 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9. Wir wiederholen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben jetzt das G und wir gehen zum nächsten Teil über. Ich hoffe, das Video war hilfreich und wenn es euch gefällt, abonniert. Außerdem vielen Dank an alle meine Unterstützer von Patreon und Buy Me a Coffee.